Lieber Jim, vielen Dank und Ihnen allen herzlich willkommen zur Siemens Hauptversammlung. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für Siemens. Rekordergebnisse, Rekordaktienkurs, ja schon wieder. All das schauen wir uns gleich genauer an. Aber etwas noch Wesentlicheres passiert gerade. Wir ändern unser Betriebssystem. Also die Art, wie wir mit Kunden umgehen, mit Partnern und miteinander. Wie wir uns als Unternehmen aufstellen, wie wir Erfolg messen und bewerten. Worauf wir unsere Ressourcen fokussieren und wie wir uns damit in unseren Märkten behaupten. Marktanteile gewinnen und sogar neue Märkte schaffen. Nicht nur als Technologieunternehmen, sondern als ein Technologieunternehmen. Ein Unternehmen mit besonderen, einzigartigen Stärken. One Tech Company. Das ist unser Leitstern, das ist die Richtung unserer Reise. Für stärkeren Kundenfokus, für schnellere Innovationen und für höheres Wachstum. Wir, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wie wir daran gehen, dazu erfahren Sie heute mehr. Aber jetzt erstmal ein Blick auf die Zahlen und die sind stark. Ein Ergebnis von 11,4 Milliarden Euro im industriellen Geschäft, so hoch wie noch nie. Eine Ergebnismarge von 15,5% auf dem starken Niveau des Vorjahres. Der Gewinn nach Steuern 9 Milliarden Euro, historischer Höchststand. Und Free Cashflow 9,5 Milliarden Euro, wieder ein sehr starker Wert. Und diese Erfolge spiegeln sich im Aktienkurs wider. Im Geschäftsjahr 2024 stieg die Aktie um 34%. Und heute früh um 9:15 Uhr notierte der Kurs bei rund 225 Euro ein neues Rekordhoch. Ja, Siemens gehört zu den Top 100 der wertvollsten Unternehmen weltweit. Und dabei ist es gerade gar nicht so einfach. Viele Unternehmen straucheln. China schwächelt das Wachstum dieser Volkswirtschaft. Für uns ein sehr wichtiger Markt, hat sich um die 5% jährlich eingependelt. Vor 10 Jahren war es noch das Doppelte. Europa stagniert. Europäische Unternehmen verlieren am Boden im Wettbewerb mit US-amerikanischen und chinesischen Wettbewerbern. Und die deutsche Wirtschaft schrumpft. Der US-amerikanische Markt wird da immer wichtiger. Dort, aber auch in China und anderen Teilen der Welt, haben wir jeweils eine starke lokale Wertschöpfung. Mit vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, mit Werken, regionalen Zulieferern. Und das kommt uns zugute. Denn die USA verändern sich, China verändert sich, Europa und Deutschland verändert sich, die Welt verändert sich. Siemens verändert sich. Und Siemens wächst, trotz der Unsicherheiten, indem wir Neues ausprobieren, neue Technologien entwickeln und diese schnell an den Markt bringen. Schauen wir auf ein paar weitere Zahlen des vergangenen Jahres. Alle Geschäftszahlen, die ich Ihnen heute vorstelle, sind natürlich auf vergleichbarer Basis. Unser Umsatz stieg um 3% auf 75,9 Milliarden Euro. Dabei kamen die größten Wachstumsimpulse von Smart Infrastructure und Siemens Mobility. Der Umsatz der beiden Geschäfte stieg um mehr als 9%. Und herausheben möchte ich Smart Infrastructure. 17,3% Marge, ein hochprofitables Geschäft. Und 16 Quartale hintereinander hat das Team diesen Wert gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Eine extrem starke Leistung, die übrigens auch am Kapitalmarkt anerkannt wird. Auftragseingang für Siemens insgesamt 84,1 Milliarden Euro, minus 4%. Das liegt vor allem am Automatisierungsgeschäft. Während der Corona-Krise haben sich viele auf Vorrat mit unseren Steuerungen eingedeckt. Zeitweise ist die Nachfrage jetzt geringer, aber das pendelt sich nun wieder ein. Der Auftragsbestand ist stark. 113 Milliarden Euro. Und was bedeutet das alles für Sie, die Eigentümerinnen und Eigentümer? Mehr Dividende. Seit 2020
haben wir die Dividende um rund 50% erhöht. Und wir schlagen diesmal ein Plus von 11% vor, also 50 Cent mehr, 5,20 € pro Aktie. Nun zum Ausblick. Wir erwarten im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 3 bis 7%. Und für das unverwässerte Ergebnis je Aktie erwarten wir 10,40 € bis 11 € und das Ganze wie immer vor den Effekten aus der Kaufpreisallokation. Der Gewinn des Innomotics-Verkaufs ist hier nicht berücksichtigt. Und heute Morgen haben wir die Zahlen unseres ersten Quartals präsentiert. Es war ein starker Start all unserer Geschäfte ins neue Geschäftsjahr. Siemens wächst und Siemens hat das Potenzial, noch schneller zu wachsen. Siemens wird als ein Technologieunternehmen schneller vorankommen. Wie wir das machen, wie wir Technologie für den ganzen Konzern entwickeln, wie wir Produkte mit Kunden und Partnern entwickeln und wie wir die Schlagzahl erhöhen und wie unsere Teams Wachstum schaffen, darum geht es heute. Nehmen wir das Beispiel virtuelle Industriesteuerungen. Und vielleicht erinnern Sie sich, vor einem Jahr haben wir uns bei der Hauptversammlung die Idee und die erste Pilotanwendungen angeschaut. Ein Jahr später, Audi macht's. Und zwar in der laufenden Produktion eben genau da, wo es zählt. Und vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, was sind eigentlich virtuelle Industriesteuerungen? Die Abläufe in modernen Fabriken werden von vielen kleinen Geräten gesteuert, die nahe an den Maschinen sitzen. Diese Steuerungen von Siemens sind hardwarebasiert. Ein Team von Siemens und Audi hat für den Zusammenbau von Karosserien in den Böllinger Höfen diese Steuerungen virtualisiert und 8 Kilometer von der eigentlichen Fabrik entfernt in einem Rechenzentrum installiert. Und was genau Audi davon hat und wie unser Kunde und Siemens das gemeinsam gestemmt haben, das erfahren wir von meinen Gästen. Herzlich willkommen, Efrosini und Sven. Efrosini leitet bei uns die Industriesteuerungen. Du warst vor 2 Jahren schon mal hier und Sven, du leitest bei Audi das Projekt Edge Cloud for Production. Also, die Steuerungen marschieren jetzt in ein zentrales Zentrum. Von vielen kleinen geht es ins Rechenzentrum. Was verspricht sich denn Audi davon? Ja, für uns ist das eine Revolution. Wir haben 3 Vorteile. Wir werden flexibler, schneller und wir öffnen die Türe für das Thema KI. Ja, wir werden flexibler, wir werden jetzt hardwareunabhängig. Mit der Edge Cloud for Production bauen wir quasi die Plattform, auf der wir dann Software wie jetzt die virtuellen Steuerungen einfach bereitstellen können. Ohne Schraubenzieher am Schaltschrank. Wir werden schneller. Heute haben wir ja viele Hardware-Steuerungen und bei Störungen oder bei Updates für das Thema IT-Security, diese sind heute sehr zeitaufwendig. Und zukünftig können wir das zentral einspielen. Und dann das dritte Thema, KI. Wenn wir zukünftig alle Steuerungen auf einer Plattform haben, können wir natürlich viel einfacher an die Daten kommen, können die Daten analysieren, können dann schauen, was passiert in der Fabrik und können darauf reagieren und das Ganze optimieren. Und ja, in den kommenden Wochen wollen wir jetzt mit den ersten virtuellen Steuerungen in Neckarsulm live gehen und da sind wir wirklich mächtig stolz drauf. Also Produktivitätssteigerung, agiler sein, aber auch die Stärke von KI nutzen in Zukunft. Das ist Weltpremiere. Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht? Für eine Hardware-Steuerung dauert die Entwicklung typischerweise 5 bis 7 Jahre. Dadurch, dass wir jetzt die Hardware von der Software entkoppelt haben, konnten wir nach 3 Monaten den ersten Piloten zu Audi in die Produktion schicken und nach 2 Jahren haben wir die Entwicklung abgeschlossen und wir sind als Siemens die Ersten, die eine virtuelle PLC mit TÜV-Zertifikat auf den Markt gebracht haben. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Also Innovation gemeinsam. Du hast das TÜV-Zertifikat erwähnt. Was ist daran so wichtig? Ja, in der Produktion brauchen wir Sicherheit. Das sind ja Maschinen, Roboter. Sobald ein Mensch dazwischen geht, müssen die anhalten. Dafür gibt es spezielle Sicherheitsmodule, die an der Steuerung hängen. Und die haben wir auch virtualisiert. Das gab es noch nie bisher. Und alles, was mit Sicherheit zu tun hat, muss weltweit vom TÜV abgenommen werden. Das ist eine fantastische Leistung. Ich habe gerade gesagt, wir ändern das Betriebssystem bei Siemens, wie wir zusammenarbeiten, aber auch mit Partnern zusammenarbeiten. Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert?
Ja, für uns war das ungewöhnlich gut und schnell. Also wir haben viel gemeinsam experimentiert, haben alle paar Monate einen neuen Stand erhalten, den wir dann gleich bei uns an den Anlagen gemeinsam vertestet haben. Ja, und wir haben natürlich auch immer mal wieder ein paar Hindernisse gehabt, die haben wir aber erfolgreich überwunden. Und ja, wir haben intensiv, eng und schnell zusammengearbeitet mit Siemens eben als Partner auf Augenhöhe und ganz viel Vertrauen, weil ich glaube, nur so funktioniert so ein neues technologisches Projekt. Und ja, jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen jetzt mit den ersten 2 Anlagen in den kommenden Wochen live gehen und danach wollen wir das ganze Thema der virtuellen Steuerung auch ausrollen. Als nächstes dann eine ganze Linie, da sprechen wir dann über 200 Steuerungen, dann ein ganzer Karosseriebau, also ein ganzes Werk, mehrere Werke weltweit. Also wir wollen das Thema der virtuellen Steuerung skalieren. Aber nicht nur das, sondern auch wir wollen andere Applikationen auf die Plattform bringen, wo wir dann auch stärker das Thema künstliche Intelligenz in der Produktion nutzen können. Also mehr Intelligenz in der Fertigung. KI hat dadurch Einzug. Wie geht es bei uns da weiter? Ja, wir haben das Tor geöffnet mit den virtuellen Steuerungen für KI in der Produktion. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine KI kann eben an der Produktionslinie Bilder auswerten in Echtzeit und dann feststellen, oh, ein Produkt ist qualitativ nicht ausreichend. Ja? Und dann interagiert die KI mit der virtuellen Steuerung Hand in Hand und das Produkt wird aus dem Prozess genommen. Das ist möglich. Ja? Und wir haben ja die virtuelle Steuerung ja mit Audi und für Audi entwickelt, aber das ist natürlich nicht nur für die Automobilbranche. Wir haben bereits Kunden heute in der Pharmaindustrie, in der Nahrungsmittelindustrie, auch Aerospace. Also es gibt unglaublich viel Potenzial und wir wollen skalieren. Super, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Audi beim Hochskalieren in dem Standort und in der Welt und uns natürlich auch beim Hochskalieren für alle Branchen. Vielen Dank, viel Erfolg weiterhin. Danke. Schön, dass ihr da wart. Sie sehen, stärkerer Kundenfokus, schnellere Innovationen, höheres Wachstum. Darum geht es in unserer Arbeit mit Audi. Und darum geht es, wenn wir sagen, One Tech Company. Und damit das für alle bei Siemens einfacher wird, haben wir im Oktober ein Unternehmensprogramm gestartet. Es trägt den Namen unseres Leitsterns One Tech Company Program. Dieses Programm ist anders. Anders, als Sie das vielleicht von Siemens kennen. Wir starten das Programm als Wachstumsprogramm. Wir starten aus einer Position der Stärke und es gibt kein festes Enddatum. Stattdessen Sprints, schnelle Entscheidungen, schnell in der Umsetzung. Wir geben die Richtung vor und ermöglichen es unseren Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen des Unternehmens, sich einzubringen. Und wichtig, der Zeitpunkt für diese Veränderungen, der ist jetzt. Denn Siemens behauptet sich stark am Markt. Wir haben die Kraft, uns zu verändern. Wir haben die Kraft, unsere Firma noch wettbewerbsfähiger und noch innovativer zu machen. Eben stärkerer Kundenfokus, schnellere Innovationen und höheres Wachstum. Und dafür investieren wir. Die Leitfrage, wo bieten sich die größten Chancen, das größte Potenzial für Wachstum? Denn genau da müssen wir unsere Ressourcen einsetzen, da müssen wir investieren. Und hier ein paar Beispiele. Es geht um Angebote für Nachhaltigkeit, etwa nachhaltige Hightech-Mobilität, intelligente Elektrifizierung für Gebäude und Infrastrukturen, Software und Hardware, die gemeinsam mehr leisten. Software und Hardware, die gemeinsam wertvolle Daten generiert. Und natürlich künstliche Intelligenz. Besonders in diesem Bereich investieren wir massiv. Und diese Investitionen lohnen sich. Unser digitales Geschäft macht inzwischen 9 Milliarden Euro aus. In den vergangenen Jahren sind wir hier durchschnittlich um 14% pro Jahr gewachsen. Dieses Wachstum wird durch unsere digitale Geschäftsplattform Siemens Accelerator unterstützt. Ein digitales Angebot auf der Plattform haben Sie bei der Hauptversammlung vor einem Jahr kennengelernt, den Siemens Industrial Copilot. Dieser Copilot hilft unseren Kunden, Maschinen mit künstlicher Intelligenz zu programmieren und zu optimieren. Wir haben ihn mit Microsoft gebaut und inzwischen nutzen ihn mehr als 100 Kunden. Partnerschaften wie die mit Microsoft sind ein Schlüssel für unseren Erfolg und sie stärken unser organisches Wachstum.
Aber natürlich verstärken wir uns auch durch Zukäufe. Und einen besonders großen haben wir im Oktober angekündigt. Das amerikanische Softwareunternehmen Altair. Seit 2007 haben wir gezielt Unternehmen im Bereich industrielle Software zugekauft. Und mit Altair machen wir diese Zukäufe in Summe rund 23 Milliarden Euro aus. Was ist das Ergebnis? Siemens hat heute ein weltweit führendes Portfolio, das umfassendste Portfolio für KI-gestärkte industrielle Software. Sie sehen, die Strategie geht auf. Wir verbinden die reale mit der digitalen Welt. Und wir helfen unseren Kunden dabei. Mit unserer Software bauen sie digitale Zwillinge, also Abbilder der realen Welt. Das hilft ihnen beim Design von Produkten, Gebäuden, Infrastruktur und viel mehr. Sie können Abläufe in Fabriken, Maschinen, Fahrzeugen simulieren und optimieren, eben bevor sie in der realen Welt gebaut wird. Eine Lücke, die unser Softwareportfolio noch hatte, wollen wir jetzt mit Altair schließen. Mechanische und elektromagnetische Simulation. Ich weiß, das klingt sehr abstrakt. Was genau das bedeutet, das erklärt uns jetzt mein Kollege Carlos aus Krefeld. Er ist einer unserer erfahrensten Experten beim Thema Laufwiderstand, also all das, was Züge bremst, zum Beispiel der Luftwiderstand. Hi Carlos. Hallo Roland. Schön, dass du heute bei uns bist. Krefeld, was machen wir da? Ja, da bauen wir zum Beispiel den ICE für die Deutsche Bahn und auch Nahverkehrszüge wie der Mireo oder die S-Bahn München. Und viel Entwicklung findet in Krefeld statt. Wir benutzen ja schon länger Software in der Entwicklung von unseren Zügen. Erklär uns mal, was macht ihr denn da? Bevor wir den Zug in der Realität bauen, simulieren wir ihn in der digitalen Welt. Warum? Das spart viel Zeit und es ermöglicht uns, frühzeitig Optimierungen an unseren Fahrzeugen umzusetzen. Mit der Siemens-Software können wir zum Beispiel die Aerodynamik der Züge simulieren und dessen Luftwiderstand zu verbessern. Eine ganz einfache Formel: weniger Wirbel, weniger Widerstand und das wiederum weniger Energieverbrauch. Aber am besten wir gucken das uns an einem Beispiel an. Hier siehst du ein frühes Design der neuen S-Bahn München. Dazu muss man sagen, dass der Kunde einen extrem hohen Anforderungen an den Energieverbrauch hatte und daher mussten wir uns das ganz genau anschauen. Wir haben die Strömung simuliert und was man sieht, ist, dass die Luft nicht ganz der Kontur folgen kann, am Kopf ablöst und viele Wirbel hinten entstehen. Das kann man ganz gut durch die rot-orangen Stromlinien erkennen. Das konnten wir so nicht lassen. Und da hilft uns die Simulation, genau zu erkennen, wo wir justieren müssen, um die Energie zu optimieren. So, aber was haben wir gemacht? Wir haben die Kopfkontur leicht angepasst, wir haben die scharfen Kanten etwas verrundet und haben auch den Rest des Zuges so getrimmt, dass die Luft schön vorbeiströmen kann, zum Beispiel durch eine Dachverkleidung. Das Ergebnis: kaum Wirbel, schöne blaue Stromlinien. Und genau das hilft uns auch. Einem anderen Beispiel zum Beispiel an unserem Hochgeschwindigkeitszug Velaro Novo. Ja. Da haben genau solche Optimierungen dazu beigetragen, den Energieverbrauch um bis zu 30% zu senken. Und das ist ein Riesenhebel, wenn man bedenkt, dass die Energie 1/3 der Lebenszykluskosten eines Hochgeschwindigkeitszugs ausmacht. Großer Vorteil für unsere Kunden und auch für die Umwelt. So, Altair Software. Ich habe erfahren, ihr habt die heute schon in Betrieb. Was macht ihr mit Altair Software? Bei Altair, da geht es um Mechanik. Also, wie verhält sich das Material im Einsatz? Dazu habe ich uns auch ein Beispiel mitgebracht. Da geht es darum, dass der Zug nicht zu stark belastet wird und das Material mit der Zeit ermüdet. Du kennst es ja, wir fahren in einen Tunnel ein oder ein Zug kommt uns entgegen, da spürst du eine Druckwelle. Was passiert, wenn diese Druckwelle auf den Zug aufprallt? Sehen wir etwas verlangsamt hier, denn in Realität ist es ein Stoß. Das muss der Zug aushalten, täglich über 30 Jahre und sogar noch länger, im Endeffekt Millionenmal. Aber schauen wir uns noch mal ganz genau an, was wir hier in dem Video sehen. Manche Bauteile werden erst blau, dann gelb und an manchen Stellen am Kopf sogar rot. Das bedeutet, da ist eine sehr hohe mechanische Beanspruchung. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn zum Beispiel durch mehr Material oder eine stärkere oder zusätzliche Schweißnaht können wir das Problem lösen und die Struktur hält. Aber wir wollen das nicht zu viel machen, denn wir wären zu teuer und zu schwer. Und wir wollen ja genau die Energie senken.
Und genau da hilft uns Altair, die Struktur, die Verfahren zu optimieren, um bestmöglichst die reale mit der digitalen Welt zu verbinden. Und dadurch, dass wir Züge nicht 1000-mal ins Tunnel fahren lassen können, um zu testen, simulieren wir das Ganze mit Erfolg. Genau. Mit Erfolg. Ihr müsst die S-Bahn in 3 Jahren auf die Schiene kriegen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und viel Erfolg auch beim Simulieren des nächstbesseren Zuges. Vielen Dank. Vielen Dank, Carlos. Siemens und Altair Software ergänzen einander bei Siemens in Krefeld und natürlich auch bei unseren Kunden. Künftig sollen sie beides aus einer Hand bekommen, nämlich von uns. Die Behörden müssen dieser Akquisition auch zustimmen. Das Okay der Aktionäre von Altair haben wir schon. Und wir erwarten, dass wir die Akquisition in ein paar Monaten abschließen können. Übrigens, um den Erwerb von Altair zu finanzieren, planen wir unter anderem weitere Anteile von Siemens Energy sowie Aktien von Siemens Healthineers zu verkaufen. Aber Altair ist natürlich nicht die einzige Veränderung in unserem Portfolio. Im vergangenen Jahr haben wir die letzten unserer sogenannten Portfolio Companies verkauft. Konkret geht es dabei um unser Geschäft für Flughafenlogistik und Innomotics, einen führenden Anbieter von Elektromotoren und Antrieben. Vor 6 Jahren wurde der Wert aller Portfolio Companies in Summe auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Wenn dieses Kapitel abgeschlossen ist, mit dem letzten Closing, werden wir 7 Milliarden Euro erlöst haben. Also, ein einzigartiges, differenzierendes Portfolio und gezielte Investitionen für schnelleres Wachstum. Aber auch eine höhere Produktivität ist entscheidend für unser schnelleres Wachstum. Nehmen Sie das Geschäft mit Rechenzentren. Der Markt für deren Elektrifizierung boomt. Wir brauchen mehr Kapazität, wir brauchen neue Werke. Und normalerweise dauert sowas ein paar Jahre. Wir haben in Texas eine neue Fabrik für Schaltanlagen in nur 15 Monaten gebaut. Wie? Sie ahnen es, mit Siemens Software. Digital geplant, digital optimiert, 20% höhere Produktivität. Investitionen für schnelleres Wachstum. Höhere Produktivität für schnelleres Wachstum. Und ein neues Betriebssystem für Siemens für schnelleres Wachstum. So, was genau meinen wir damit? Ein neues Betriebssystem. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, es geht um Strukturen und Prozesse, unsere Arbeitsweisen, unsere Verhaltensweisen, darum, wie wir Erfolg messen und anerkennen. Und es geht hier auch um Kultur, aber eben nicht nur. Wir brauchen Strukturen und Prozesse, die es uns noch leichter machen, das Richtige zu tun. Und es auf die richtige Art und Weise zu tun, es schnell zu tun und es gewohnheitsmäßig zusammenzutun. Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg. Nicht die Organisationseinheit zählt, was zählt, ist das Gesamtergebnis, das innovative Produkt, das wir erfolgreich im Markt verkaufen. Das entscheidet auch darüber, wie viel bei Siemens zu tun ist, wie viel es für meine Kolleginnen und Kollegen zu tun gibt. Wachstum bedeutet nämlich auch Arbeitsplätze. Nun ein paar konkrete Beispiele dafür, wie wir mit unserem neuen Betriebssystem arbeiten werden. Erstens Verticals. Na, was ist das? Das sind Spezialeinheiten, die sich auf bestimmte Marktsegmente konzentrieren, etwa eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Kundengruppe. Nehmen wir noch einmal das Beispiel Elektrifizierung für Rechenzentren. Kunden in diesem Marktsegment haben alle sehr ähnliche Herausforderungen und viele unserer großen Kunden sind international aufgestellt. Sie brauchen Partner, die ihnen weltweit die gleiche Technologie und die gleiche Qualität bieten. Sie wollen nicht für ihre Datenzentren in Asien bei Siemens in Chennai anrufen und für ihre Datenzentren in Europa bei Siemens in Den Haag. Ein Siemens-Ansprechpartner weltweit, eine garantierte Qualität, verlässliche Lieferzeiten und ein Portfolio, Produkte, die perfekt aufeinander und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden abgestimmt sind. Und es geht dabei nicht nur um Elektrifizierung, also Mittelspannung und Niederspannungsprodukte, sondern auch um Automatisierung, Feuer- und Sicherheitstechnik. Und wenn der Kunde das wünscht, ist sogar ein digitaler Zwilling des Rechenzentrums mit dabei.
Und Siemens Financial Services hilft häufig bei der Finanzierung. Unser Umsatz in diesem Geschäft ist heute 44 Mal so hoch wie von vor 10 Jahren. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr ist er um mehr als 50% gestiegen. Das Auftragsvolumen wuchs sogar um mehr als 60%. Solche Spezialeinheiten, die Verticals, bringen uns näher an den Kunden. Sie führen zusammen, was Siemens und unsere Ökosystempartner zu bieten haben, für maximalen Kundennutzen. Und das nicht nur bei Rechenzentren, auch im Bereich Pharma, Krankenhäuser oder in der Nahrungsmittelbranche. Und es gibt noch viele, viele weitere Verticals. Sie sehen, stärkerer Kundenfokus, schnellere Innovationen und höheres Wachstum. Ein weiteres Beispiel. Intensivere Zusammenarbeit auch mit externen Partnern. Mit NVIDIA bauen wir das industrielle Metaverse. Dort lässt sich in der digitalen Welt erschaffen, was wir später in der realen Welt bauen und betreiben. Und so kann das in der Praxis aussehen. Unser Kunde HD Hyundai ist Marktführer im nachhaltigen Schiffbau. Die Schiffe werden klimafreundlich mit Wasserstoff betrieben. Sie bestehen oft aus mehr als 7 Millionen Einzelteilen. Mit Siemens Software haben wir einen digitalen Zwilling des Schiffs erstellt. In Teamcenter kann man das Schiff aus allen Blickwinkeln ansehen, hineinzoomen oder es in Schichten anschauen und jede einzelne Schraube betrachten. Mit einem Mausklick können wir die fotorealistische Umgebung aktivieren und das Schiff aufs Wasser setzen. Oder in einem Hafen ins Trockendock. Gestochen scharf, oder? Man denkt, man sieht ein Video, aber tatsächlich befinden wir uns im industriellen Metaverse. Unsere Kunden können diese Anwendung ab sofort mit einem Mausklick kaufen. Sozusagen das industrielle Metaverse auf Knopfdruck. Und natürlich über den Siemens Accelerator. Stärkerer Kundenfokus, schnellere Innovationen, höheres Wachstum. Ein drittes Beispiel. Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence AI für den Einsatz in der Industrie. Zukunftsmusik. Viele sagen, wir wollen erstmal die Effizienzsteigerung durch KI sehen. Siemens generiert sie heute schon. Konkreter Kundennutzen, zusätzliches Wachstum mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und wie machen wir das? Indem wir 3 Dinge zusammenbringen. Die künstliche Intelligenz selbst, wertvolle Daten und unser Domain-Know-how. Denn wir wissen, was für unsere Kunden zählt, wie sie die Maschinen und Systeme nutzen und betreiben. Wir wissen also, was die künstliche Intelligenz optimieren muss. Und dieses Wissen, das ist unser Domain-Know-how. Und damit die KI auch optimieren kann, braucht sie Daten. Daten, die unsere Produkte und Maschinen jeden Tag produzieren. Sie sehen, der Dreiklang Domain-Know-how, Daten und KI ermöglicht innovative Angebote und die Effizienzsteigerung, die wir alle wollen. Wir schaffen damit neue Märkte. Das ist der Weg. Ähnlich sieht das auch Bill Gates. Er hat uns kürzlich bei unserer Management-Konferenz besucht. You know, companies will distinguish themselves how they combine their domain knowledge with the latest horizontal AI technology. You know, so take, managing buildings. Obviously now sensors are as cheap as they can be. And so it's utterly different how dynamic you can be, whether it's, minimizing energy usage, improving the air quality. It's got to be an exciting time in almost all of these domains, because whatever you fantasized, if computing and software were infinitely available, in fact, that's the best way to look at what's possible today. Domain-Know-how, Daten, künstliche Intelligenz. Die Verbindung macht's, man könnte sagen, die Verbindung aus der realen und der digitalen Welt. Und wie sieht das in der Praxis aus? Unsere Geschäfte produzieren
täglich wertvolle Daten, egal ob im Bahndepot, in der Fertigung oder in großen Gebäuden. Bei Siemens trainieren wir damit aktuell mächtige KI-Modelle. Und demnächst können unsere Geschäfte und teils auch Kunden damit arbeiten. Die KI kann in Sekunden Designvorschläge machen, komplexe Prozesse optimieren. Wir und unsere Kunden werden sie in einfacher, natürlicher Sprache bedienen können. Verticals, unsere Spezialeinheiten. Intensivere Zusammenarbeit mit Partnern im Ökosystem. Künstliche Intelligenz für die Industrie. In all diesen Beispielen sehen Sie stärkeren Kundenfokus, schnellere Innovationen und höheres Wachstum. Investoren, der Kapitalmarkt, Sie sehen das Potenzial von Siemens und unsere Partner sehen es auch, kleine wie große. Zum Beispiel andere Tech-Unternehmen. Da spielen wir weltweit in der ersten Liga, gemeinsam mit Firmen wie AWS, Google, Nvidia, SAP oder Microsoft. Diese Partner wollen uns nicht einfach etwas verkaufen oder immerhin nicht nur etwas verkaufen, sie wollen mit uns zusammenarbeiten. Sie wollen mit uns gemeinsam schnell wachsende Märkte bedienen, mit uns sogar gemeinsam neue Märkte schaffen. Und so formuliert das der CEO von Nvidia, Jensen Huang. I'm just incredibly excited for your future. And I told you before that Siemens is sitting on a gold mine because today Siemens is in the physical world. Siemens, in a lot of ways, embodies my hopes and dreams for the future of industrial AI. There is no question that the future industries will be software-defined and AI-driven. There's no question about that. There is no question that the factories of the future will be unlike any factories of the past, and they will be technology marvels. And there's one company that the whole world is counting on to realize that vision, to realize that future, that industrial metaverse, that automated industries of the future, where AI can help augment humans for productivity and build amazing things. And that company who's going to help us do that is Siemens. And so the world is counting on you. We are here to partner with you. And I have just enormous fondness and great joy in working with the teams at Siemens. And let's go invent the future together. Ja, darum geht's. Zusammenarbeiten, Technologien entwickeln, die den Alltag von Milliarden Menschen verbessern. Dafür steht Siemens und dafür stehen meine über 310.000 Kolleginnen und Kollegen. Das ist unser Anspruch, das ist der Weg für unser Team. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben mir nach dem Start des Programms geschrieben. Sie freuen sich auf das, was kommt. Sie wollen Neues ausprobieren. Sie wollen Wachstum für sich und für das Unternehmen. Und sie entwickeln sich weiter, sie bilden sich weiter. Da geht es um Cloud-Technologien, um künstliche Intelligenz, um Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Es geht aber auch um Compliance, ethisches Verhalten für das Unternehmen in Summe und für jeden Einzelnen. Es geht natürlich auch um persönliches Wachstum, darum, wie ich mich mit Freude und einer Portion Ehrgeiz in ein schnelleres Unternehmen einbringe. Und Siemens unterstützt dabei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir mehr als 440 Millionen Euro für die Aus- und Weiterbildung investiert. Weltweit kamen wir im Durchschnitt auf rund 27 digitale Lernstunden pro Person, 4 Stunden mehr als im Vorjahr. Übrigens, in Summe wächst bei Siemens die Zahl der Kolleginnen und Kollegen. Die gute Nachricht, wir bekommen die Leute, die wir brauchen, trotz Fachkräftemangel. Denn Siemens ist ein attraktiver Arbeitgeber. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich über 4 Millionen Menschen bei uns beworben, 13% mehr als im Vorjahr. Bei Siemens arbeiten zudem mehr als 1.500 Expertinnen und Experten für künstliche Intelligenz. Und bei Patenten für maschinelles Lernen und KI sind wir auf Augenhöhe mit den anderen großen Tech-Unternehmen wie etwa Microsoft oder Google. Mehr als 8% vom Umsatz haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr in Forschung und Entwicklung investiert. Das sind 6,3 Milliarden Euro, rund 3% mehr als im Vorjahr.
Und ein großer Teil der Arbeit meiner über 51.000 Kolleginnen und Kollegen im Bereich Forschung und Entwicklung zielt auf höhere Nachhaltigkeit. Für Siemens und für unsere Kunden. Mehr als 90% unseres Geschäfts hilft Kunden dabei, nachhaltiger zu werden. Mit den 2024 erworbenen Produkten werden sie 144 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vermeiden über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das Gewohnte in Frage stellen, Technologie neu denken für mehr Nachhaltigkeit. Bei unserer Preisverleihung Erfinder des Jahres habe ich vor kurzem meine Kollegin Eva Buchta getroffen, die, wie viele andere, genau dafür einsteht. Sie hat eine Lösung gefunden, wie sich Stromnetze besser überwachen lassen. Das wird immer wichtiger, denn mit mehr Wind- und Sonnenenergie und mit mehr Elektrofahrzeugen gibt es auch größere Schwankungen im Netz. Evas Idee: aus wenig viel machen. Aus unseren Ortsnetzen kommen nämlich kaum Daten in Echtzeit. Aber die paar Messpunkte, die es gibt, nutzt Eva strategisch. Sie verbindet diese Daten mit Informationen zum Netzaufbau und historischem Nutzerverhalten. Und was ist das Ergebnis? Ein kostengünstiges Frühwarnsystem für Netzüberlastung. Und im nächsten Schritt möchte sie auch Wetterdaten einbinden und ihr Modell mit Hilfe von KI verfeinern. Also wenig Aufwand, große Wirkung, echt smart. Gut gemacht, Eva. Schnellere Innovationen, größerer Kundenfokus, höheres Wachstum. Darum geht es bei Siemens. Und um das zu stemmen, haben wir uns verstärkt. Veronika Bienert und Peter Körte sind im Oktober 2024 in den Vorstand aufgerückt. Zudem freuen wir uns sehr, lieber Jim, dass du für 2 zusätzliche Jahre für den Aufsichtsratsvorsitz zur Verfügung stehst. Gerade in dieser Zeit des Umbruchs ist deine Erfahrung für uns alle besonders wertvoll. Für deine Nachfolge, Jim, voraussichtlich in 2 Jahren, steht auch ein starker Kandidat bereit, Marc Schneider, der frühere Vorstandsvorsitzende von Nestlé. Er steht heute für den Aufsichtsrat zur Wahl. Lieber Werner, ich freue mich auch sehr, dass du dich schon jetzt bereit erklärt hast, deine Arbeit im Aufsichtsrat bis zum Ende der Hauptversammlung 2029 zu verlängern. Der Prüfungsausschuss ist ein so wesentlicher Teil der Arbeit des Aufsichtsrats und bei dir ist er in sehr guten Händen. Und ein herzlicher Dank an den gesamten Aufsichtsrat. Ich schätze unsere Zusammenarbeit außerordentlich. So, was sollten Sie heute aus dieser Hauptversammlung unbedingt mitnehmen? Siemens steht stark im Markt. Siemens verändert sich. Stärkerer Kundenfokus, schnellere Innovationen, höheres Wachstum. Das ist die Richtung, die unser Leitstein anzeigt. One Tech Company. Den Weg dahin gehen wir mit unserem Programm. Und dieser Weg soll sich für Sie als Eigentümerinnen und Eigentümer lohnen. Es soll sich für unsere Partner und Kunden lohnen. Es soll sich für meine Kolleginnen und Kollegen lohnen. Durch Ihre Entscheidung für Siemens, Ihre Investition, sind Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte. Ihre Entscheidung, Siemens-Aktien zu halten oder vielleicht noch welche zuzukaufen, ist eine Entscheidung für ein starkes Unternehmen. Eine Entscheidung für ein starkes Unternehmen. Für Siemens ein Technologieunternehmen, das wächst. Mit Technologien, die dabei helfen, den Alltag zu verbessern für alle. Vielen Dank.